Heute ist der erste richtige Härtetest in der Liga, in der ganzen Saison eigentlich, wenn man das so möchte. Borussia Dortmund, schönes Spiel, Spieltag 6. Wir sind Tabellenführer, haben bislang alle Spiele gewonnen. Das einzige Team, auch in der Champions League. Also wir jagen von Sieg zu Sieg. Und egal mit welcher Formation, heute mache ich wieder das 4-2-3-1. 4-2-2-2 war nur mal so zum Ausprobieren, aber das hat auch gut funktioniert. Und ja, ich freue mich jetzt einfach auf ein gutes Spiel. Ich bin gespannt, wie Dortmund spielt. Die waren immer sehr, sehr, ja, schwungvoll, haben auch hoch gepresst eigentlich. Achtung, da sind sie zum ersten Mal. Geht schon mal gut los hier. Von daher erwarte ich mir heute ein sehr schnelles Spiel, sehr schnelllebig. Von der einen auf die andere Seite und ein Sieg für uns am Ende und dann bin ich zufrieden. Das Momentum spricht einfach für uns. Wir sind sehr, sehr gut drauf. Wir haben sehr, sehr gute Spieler. Wir haben eine sehr, sehr gute Spielanlage. Aber ihr seht, die Dortmunder, die haben auch was drauf. Kjærgaard kommt zum ersten Mal. Dimitrijo ist da. Achtung, da ist auch Buckley. Der Youngster, den hätte ich auch gerne in meiner Truppe. Aber der ist halt nicht zu bezahlen. Da muss ich ungefähr 100 Millionen auf den Tisch legen oder noch mehr. Ja, Dortmund, die stehen schon mal sehr hoch. Die pressen sehr gut. Und Buckley ist halt wieder da. Der ist nicht zu stoppen. Das ist Wahnsinn. Der ist einfach nicht vom Ball zu trennen. Und die Dortmunder machen mit mir bislang, was sie wollen. Das ist sehr, sehr schwungvoll. Aber gut. Wie gesagt, dass es nicht in jedem Spiel so entspannt wird, wie jetzt gegen Union zum Beispiel. Das war auch klar. Aber genau diese Spiele will ich ja. Genau diese Spiele zeichnen uns aus, wenn wir auch die gewinnen in der Saison. Usun kein Abseits. Dann haben wir wirklich eine richtig gute Truppe. Oh, schade. Usun wird da abgeblockt. Sambo Anguissa haben die unter anderem im Mittelfeld. Auch sehr, sehr gut. Und die nächste Chance kommt dann über Havertz. Robin Koch ist da, sehr schön. Ja, schießt ruhig mehrere Fotos. Ich habe gerade das Blitzlicht gehört im Hintergrund. Macht das ruhig. Und die pressen sehr, sehr hoch. Sogar Finn Buckley. Jetzt müsste eigentlich oben irgendwo mal eine Lücke sein. Aber die Dortmunder lassen uns den Platz nicht. Haben, glaube ich, auch das 4-2-3-1. Stehen halt vorne hoch. Guck mal, 3 Leute stehen schon oben an der Mittellinie. Das heißt also, wenn wir hier den Ball verlieren, dann wird es sehr, sehr bitter und sehr schwer, das zu verteidigen. Aber wir haben auch vorne Qualität. Ekitike, Adingra, Usun sowieso, Fofana. Aber es ist lang sehr, sehr ausgeglichen, ja. Und die Dortmunder vielleicht ein bisschen stärker, weil einfach vorne zielstrebiger und ein bisschen direkter. Havertz ist da, aber Dimitrijo passt auch auf. Wäre sogar abseits gewesen. Also von daher haben wir da auch gut aufgepasst. Fofana. Fehlpass von Koopmann, das kommt auch selten vor, abseits. Ja, und man merkt, es ist auf jeden Fall ein anderes Niveau. Ein ganz, ganz anderes Spiel. Oh, aber diese Feder, das ist zu einfach, das dürfen wir uns nicht erlauben. Und sensationell. Robin Koch, Achtung, zum zweiten, da kommt er diesmal nicht hin. Und das ist so, so ärgerlich. Die erste Grätsche, sensationell. Und dann zum zweiten. Wir kriegen dann diese Situation nicht verteidigt. Dann kommt der Gegner nochmal ran. Genau wie gegen Union. Schuss abgeblockt. Der Nachschuss war dann drin und Havertz hier genauso. Da kam Koch dann leider auch zu spät und Santos, der ist halt nicht zu halten. Havertz 4. Tor im 6. Spiel und Dortmund führt. Und auch nicht unverdient, muss man fairerweise sagen. Wir haben bislang noch nicht so viel da vorne hinbekommen. Wir sind mehr in der Defensive beschäftigt als vorne. Aber hat nichts zu heißen. Jetzt vielleicht unsere Aktion nach vorne. Fofana, Usun ist vorne. Gegen Buckley. Fofana, nee, ist zu kompliziert. Das ist zu kompliziert, was wir bislang machen. Und bei Dortmund geht es halt einfacher. Weil zielstrebiger, einfach nach vorne. Havertz. Schöner Ball. Abseits, Gott sei Dank. Fernandes wäre durch gewesen. Also Dortmund dominiert das Spiel momentan. Oh, diese Fehlpässe, Jungs, die stehen 5 Meter vor euch. Wenn das jetzt wieder sich hier vermehrt, diese Aktion, ey, dann verstehe ich es wieder nicht. Einfache Bälle, Jungs, die stehen 5 Meter vor euch. Nächste Aktion vielleicht. Ekitike vorne ist momentan auch abgemeldet. Da läuft momentan auch leider nicht so viel zusammen. Usun auch, die haben die Dortmunder bislang leider gut im Griff. Und wir haben Havertz nicht so im Griff, das meine ich. Wir haben den Ball da auch schon längst wieder gewonnen. Und dann kommt er wieder durch und wieder das Tor. Das stand gestern schon in der Zeitung. Wir gewinnen die Zweikämpfe, aber wir kriegen es dann einfach nicht rausgespielt. Momentan. Das ist ziemlich schlecht von uns. Leider ausgerechnet gegen Dortmund.
Guck, da geht auch wieder keiner hin. Da stehen wir dann wieder zu weit weg von unseren Männern und der Ball geht halt immer rein. Da kannst du schon die Uhr nachstellen, dass diese Dinger immer reingehen. Ja, und wir haben ein ordentliches Brett zu bohren. Also das ist bislang ein Gegner, der uns sehr fordert. Der uns bislang ja, die Grenzen mal aufzeigt. Dass wir zwar gut sind, aber irgendwann ist halt auch, dass die Grenze vielleicht erreicht. Will ich gar nicht sagen. Weil wir haben auch noch zu lange zu spielen. Wir haben also noch Chancen hier definitiv zu einem Remis zu kommen. Aber da müssen wir ein bisschen besser spielen. Da müssen wir zu jedem Mal zum Anschluss kommen. Und da ist es. Fofana. Sowas haben wir mal gebraucht. In dem bislang sehr trostlosen Offensivspiel, dass sich mal irgendeiner ein Herz nimmt. Auch mal so einen Kracher raushaut. Und Fofana macht's. Aus 16 Metern. Schön mit Vollspann ins Tor. Und das ist vielleicht jetzt ein Signal von Buckley, nicht gut geklärt, in die Mitte. Und Fofana nimmt den Schwung mit, haut den rein, sensationell, schönes Tor. Und das war wichtig. Wir sind angekommen jetzt im Spiel. Aber defensiv müssen wir es irgendwie hinkriegen. Und vielleicht ist das jetzt, ja, die Chance oder das Zeichen, dass es jetzt bei uns nach vorne auch wieder ein bisschen besser geht. Aber wir müssen es defensiv irgendwie hinkriegen. Achtung, Buckley ist da. Kein Abseits. Brown, Santos, warum kommst du nicht raus? Hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, dass er da rauskommt. Aber egal. Wir haben die Chance, wir schalten um. Wie gut und wie schnell. Adingra. Oben Fofana ist völlig frei. Sehr, sehr schön gegen Vuskovic. Fofana allein gegen alle. Da ist keiner. Doch, da ist Krupmanas. Der hat jetzt auch viel Platz und einen guten Schuss. Ah, und wir sind da. Jetzt kurz vor der Halbzeit. Die Aktionen gehören jetzt uns. Usun hat die letzten Ecken richtig gut gemacht. Er applaudiert sich schon mal selber, weil er weiß, dass er wahrscheinlich reingeht. Da ist Koch mit der nächsten Chance. Und dann ist Halbzeit. Schönes Spiel. Gefällt mir, obwohl wir hinten liegen. Und wir sind jetzt auch da. Wir haben die letzten Minuten richtig gut gespielt. Und so müssen wir eigentlich gleich aus der Halbzeitpause rauskommen. Ja, 4 Schüsse, 2 drinne, weil wir halt 2 mit den Beinen nicht verteidigt bekommen haben. Und vorne Fofana einmal mit Gewalt. So, das ist die erste Halbzeit, kurz zusammengefasst. Und jetzt bin ich gespannt, was die zweite Halbzeit mit sich bringt. Einfach wieder Spielfreude zeigen. Einfach auch mal ein bisschen was riskieren. Dann kommen wir hoffentlich ja auch ganz schnell zum 2:2. Vielleicht sogar jetzt Adingra und Ekitike. Jawohl. Traumhaft. So habe ich es mir gewünscht. Und so geht es auch in Erfüllung. Ekitike mit dem schnellen Ausgleich. Sehr, sehr gut gemacht. Da haben uns die Dortmunder ein bisschen zu viel Platz gelassen. Hier Adingra, zack, zurück und Ekitike ins kurze Eck. Geht halt auch nicht immer rein. Schöner Schuss. Nicht zu halten. Und der Ausgleich in der 48. Also Spitzenspiel. Spitzenleistung sowohl von den einen als auch von den anderen. Jetzt ist Dortmund wieder dran über Kjærgaard. Achtung, der im 1 gegen 1. Buckley ist auch wieder da. Achtung, den kriegen wir nicht verteidigt. Und Santos darf sich auszeichnen. Schönes Spiel. Geht hin und her. Viele Chancen auf beiden Seiten. 2:2. Rega ist da und klärt den Ball. So, und jetzt die Chance. Brown umzuschalten. Wie schnell? Der ist schnell. Nur wie schnell ist die Frage. Adingra vorne wird auch mitgenommen ins Spiel. Aus dem Eckball des Gegners wieder. Adingra gegen Hassan. Ekitike in der Mitte. Der läuft ein. Ekitike. Und Raya auf der anderen Seite. Das Spiel gönnt sich hier keine Pause. Das geht direkt schwungvoll weiter. Beide hier im 6., 7. Gang unterwegs seit Minute 1. Also die Dortmunder ein bisschen mehr von Anfang an. Oh, Havertz. Wieder ein unnötiger Fehler. Wäre es gewesen. Unnötiger Fehlpass. Und jetzt sind wir wieder dran. Adingra. Es geht ein bisschen mehr über die Flügel. Offensiver sind wir jetzt auch viel besser drin. Adingra. Ekitike, wo ist er? In der Mitte. Wo ist er? Da ist er. Lässt sich fallen. Und aus dem Hintergrund Fofana. Nächste Gelegenheit. Gut, Halbzeit 2 gehört jetzt uns. Würde ich gefühlt sagen, aber Achtung, das hat nichts zu heißen. Adingra arbeitet mit nach hinten. Ist jetzt auch im Zweikampf drin. Oder viel besser in den Zweikämpfen drin, so wollte ich das sagen. Und da ist er wieder, Rega.
Habe ich es vorne verpasst. Schade, da war ich mir nicht sicher. Da machen wir es so über Usun. Der ist bislang noch ein bisschen blass. Von dem haben wir noch nicht so viel gesehen. Aber vielleicht ja jetzt. Usun, nee, allein gegen alle klappt halt auch nicht. Und Fernandes gegen Koopmeiners zu einfach und Havertz ist wieder durch. Havertz mit dem nächsten Schuss. Pfosten. Ja, weil wir auch da wieder nicht in den Zweikampf reingekommen sind. Und dann ist das halt auch nicht zu verteidigen. Adingra. Ich habe eigentlich gehofft, dass Ekitike durchläuft. Jetzt läuft er selber durch. Usun. Koopmeiners, Usun. Wieder Adingra über die Außen. Rega. Schöner Ball. Adingra ist wieder frei. Hat Platz und jetzt Ekitike. Das war schwer. Mit dem Rücken zum Tor den rumzukriegen. Das hätte selbst Dimitar Berbatov als Linienrichter nicht hinbekommen. So. Was können wir noch tun? Wir können Duro vorne reinbringen. Klar, ist auch immer eine Option. Und ansonsten, ja gut, Listic für Usun vielleicht. Wir bringen mal Listic rein. Usun war heute ein bisschen blasser. Hat mir nicht ganz so gut gefallen, aber so Spiele wird er auch immer wieder drin haben. Das ist klar. Da kommt es auch viel auf den Gegner an. Auf die Gegebenheiten. Das war halt heute bislang leider nicht sein Spiel und wird es halt auch nicht mehr. Weil er jetzt auf der Bank ist. So. Was machen die Neuen? Was macht Duro? Was macht Listic? Und was macht vor allem der BVB? Die sind nach wie vor trotzdem sehr, sehr gefährlich. Vorne, vor allem über Havertz, aber auch Buckley. Der kommt halt immer mit nach vorne. Und jetzt aufgepasst. Da sind die Dortmunder über Fernandes. Havertz ist hinten. Spielt nicht zurück. Buckley. Achtung, Prestiani. Von dem haben wir auch noch nichts gesehen eigentlich. Fofana dazwischen. Sehr wichtig. Den verteidigen wir bislang richtig gut. Und jetzt unten. Adingra. Kriegt er Fofana ins Spiel? Ja, kriegt er. Duro, Listic. Außen Adingra. Genau. Und Duro ist in der Mitte. Aber Adingra macht's allein. Jetzt muss er sich fallen lassen, Duro. Was macht er denn? Wo ist Duro? Habe ich jetzt zu lange gebraucht mit Adingra. Aber der muss sich fallen lassen. Da läuft er wieder einfach blind durch. Anstatt sich mal fallen zu lassen. Das hätte eigentlich eine gute Chance werden können. Malen. Oh, Blanc kommt da nicht in den Zweikampf rein. Auch der hat viel, viel zu tun. Und Malen ist schneller als Fofana. Der läuft trotzdem hinterher. Das lässt er nicht so leicht mit sich machen, Fofana. Gegen Malen und ist dazwischen. Sehr, sehr schön. Guter Zweikämpfer. Schöner Ball. Fofana. Listic ist vorne. Duro und unten läuft Fofana mit. Und das ist jetzt die Chance. Listic in der Mitte. Das Spiel komplett zu drehen. Christian Listic. 3-2. Sensationeller Angriff. Gut gespielt. Von hinten raus. Fofana wieder natürlich mit dabei. Und Listic. Für den freut mich das. Also es freut mich für jeden Spieler, aber auch gerade für Listic. Mit links ins lange Eck, vorbei an Raya. 3:2 Spiel gedreht. Ich würde schon fast sagen, im Stile einer Spitzenmannschaft. Fragezeichen. Weil Dortmund war echt gut. Die haben uns echt gut zugepresst. Gerade in der Anfangsphase haben dann auch verdient 2-0 geführt. Und dann hatten wir Fofana, Ekitike und Listic. Und wir führen jetzt zwischendurch. Aber das wird, glaube ich, nicht die letzte Aktion gewesen sein. Ich glaube, die Dortmunder... Die werden natürlich nochmal hier nach vorne alles probieren. Haben natürlich nicht mehr lange Zeit. Und das ist jetzt die Chance für uns. Fofana. Traumpass auf Adingra. Kann die Entscheidung herbeiführen. Latte. Also die neutralen Zuschauer und auch die Zuschauer beider Fanlager, die kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Egal wie das Spiel jetzt noch ausgeht. Aber das hätte den Sack natürlich zumachen müssen. Adingra. Bisschen zu genau gezielt. So ist Dortmund halt noch im Spiel drin. Achtung. Koch kommt nicht ran. Und Fernandes kommt über die Außen. Rega, Achtung, Dimitriou ist da und Santos auch. Gut gemacht. Ganz entspannt. Wie gesagt, 17 Jahre jung. Ich kann es immer nur nochmal wiederholen. 17 Jahre, spielt schon wie ein ganz großer. Und der hat halt noch so viel Entwicklungspotenzial. Und wir haben jetzt nochmal eine Chance. Das wird die letzte Aktion wahrscheinlich in diesem Spiel. Listic, Duro. Spiel werden wir nicht mehr verlieren. Das werden wir sogar gewinnen. Und ab geht's. Der Schlussbogen in einem sensationell richtig unterhaltsamen Spiel. Und am Ende mit dem besseren Ausgang für uns. Sehr gut zu Ende gespielt. Und Duro hat auch einen guten Weitschuss. 17, 18 Meter ins lange Eck. Auch Raya steht da wieder nicht so ganz optimal. Wow. Das hat Spaß gemacht.
ein toller Abschluss, ein schönes Tor, sensationeller Jubel am Ende und das kann ein entscheidendes Spiel sein in dieser Saison. Wenn man so Spiele noch dreht und eine überragende zweite Halbzeit spielt, dann ist wirklich so viel drin in der Saison. Nuri Sahin, der schon gar nicht mehr auf der Bank sitzt, schüttelt den Kopf. Ja, und es geht so weiter. Nächstes Spiel, nächster Sieg. Und es scheint kein Ende zu nehmen. Ja, das war doch mal ein Highlight-Spiel. Bayern gewinnt, Leipzig gewinnt. So Spiele können wir gerne öfter haben. Wenn wir dann immer am Ende gewinnen, dann ist mir das recht. Aber wird halt nicht immer so klappen. Jetzt kommt Leverkusen. Jetzt haben wir offensichtlich einen Monat erwischt, wo die ganzen Kracher kommen. In Leverkusen vor allem. Auch ein guter Gegner nach wie vor. Gar keine Frage. Aber wir können mithalten. Gegen jeden. Ja, wenn wir Dortmund das Spiel drehen können, dann können wir auch in Leverkusen gewinnen. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Gut. Können alle mal durchschnaufen. War bislang eine richtig, richtig gute Saison. Eine perfekte. Ich meine, jedes Spiel gewonnen. Was willst du mehr? Mehr geht halt nicht. Jetzt haben wir noch 5 Tage, 4 Tage. Das geht ja alles hier relativ schnell. Und dann geht wahrscheinlich auch die Champions League weiter. Wird Leverkusen vielleicht so der Prellbock, der erste Gegner, der uns dann mal einen Punkt abknüpft zumindest. Die Mannschaft, die liest sich auch nach wie vor super. Boniface, Güler, Wirtz zusammen auf einem Platz. Zusammen in einer Mannschaft vor allem. Nicht schlecht. Akanji, Fofana. Noch ein Fofana, okay. Ake, Nathan Teller, Sané ist zu Leverkusen gewechselt. Joao Cancelo ist immer noch da. Barisch, Radetzky im Tor. Kanisici, mit dem haben wir auch unsere Erfahrungen gemacht. Hurtado, Oedegaard. 4 Siege aus den letzten 5 Spielen. Das spricht auch für sich. Wir sprechen nochmal kurz hier in Zahlen. Die Tabelle. Oh, alles Werksclubs hier oder Konzerne. Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg. Dann erst die Bayern. Haben aber auch noch kein Spiel verloren. Kommen immer weiter nach oben. Münster ist auf dem 8. Platz. Das freut mich, dass die auch momentan eine richtig gute Saison spielen. Dortmund ist 9. Ist auch alles noch ganz eng zusammen. Und Mainz, die einzige Mannschaft noch ohne Sieg. Sehr schön. Also, es läuft in der Liga. In der Champions League geht es dann auch wieder rund. Ich gucke mal auf den Kalender. Machen wir mal so einen kleinen Ausblick, was jetzt noch so ansteht. Also, wir haben dann nach dem Leverkusen-Spiel Sociedad zu Hause. Dann haben wir die Hertha. Dann Pokalspiel in Dortmund. Da gibt es dann direktes Wiedersehen. Dann in Hamburg. Dann Braga. Dann der FC. Und dann haben wir wieder Länderspielpause. Also, wir haben nochmal ein paar knackige englische Wochen. Aber es macht Laune. Es macht Lust und Laune. Auch wenn wir mal hinten liegen. Ihr seht, wir haben die Qualität, auch noch solche Spiele zu drehen. Und ich freue mich auf das Spiel in Leverkusen. Nächster Gradmesser. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir da bestehen. Macht's gut. Ciao, ciao.